41% auf einen Ford Mondeo. Ja, und auch dieser hier ist richtig toll ausgestattet. Es ist ein Jahreswagen. Wir sind bei Sorg in Fulda und es ist ein Hybrid, nämlich einer der ersten, den es bei Ford gab. Er funktioniert ganz hervorragend. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Alexander Kraft und ich bin Verkäufer hier im Autohaus Sorg und würde Ihnen jetzt gerne den Mondeo vorstellen. Ja, genau. Ich zeige das mal ganz kurz. Jahreswagen, ganz großes Geschäft von euch. Da fragt sich natürlich jeder, wo kommen denn die Autos her? Sind die von der Autovermietung, wo die durchgerutscht werden? Oder wie funktioniert das mit den Jahreswagen? Wo kommen die her? Ja, also zum Teil sind die von der Autovermietung. Es kann aber auch sein, dass einer von der Ford-Bank dann zurückkommt oder direkt vom Werk selbst, weil der Werksangehörige bzw. derjenige, der das Auto dann als Dienstwagen gefahren hat, den dann halt bei uns zurückgibt. Genau. Das Schöne ist, ich habe es gerade eben so betont, so durchgerutscht. Ja. Die Autos, die ihr kriegt, ihr prüft die alle nochmal. Wir prüfen die alle original bei uns in der Werkstatt durch. Hat auch einen verschiedenen Ablauf. Garantie haben sie sowieso alle mit drin. Und wie gesagt, der Mondeo hier mit einer Ersparnis von 41%, super. Ich zeige es mal gerade, 19.665 € spart man. Der Endpreis um die 30.000 €. Hat der noch Steuer? Da ist die Mehrwertsteuer ausweisbar. Ist ausweisbar. Das heißt, als Firma kann ich das abziehen, kann es auch finanzieren. Das heißt, das läuft immer noch bei einer Finanzierung über die Ford-Bank dann auf Wunsch? Kann über die Ford-Bank laufen. Aktuell machen wir es über die Santander Consumer Bank. Da haben wir einen effektiven Jahreszins von 2,9%. Ja. Darf ich denn als Firma den auch kaufen oder ist das jetzt ein reines Privatkundenangebot? Nein, das kann man als Privatmann, Firma, ist egal. Okay, das heißt also Jahreswagen bedeutet, jemand hat den schon mal gefahren. Das kann jetzt ein Werksangehöriger gewesen sein. Kann das auch bei euch ein Dienstwagen gewesen sein, theoretisch? Kann es auch, klar, logisch. Verkaufen wir auch Vorführwägen von den Kollegen oder von mir jetzt, ist egal wie. Das kann man machen, wie man möchte. Ihr habt viele, gell? Ja, wir haben viele, ja, genau. Schau mal kurz rauf. Also Ausstattungsdetail Chroma Blau, ein schönes Blau, gell? Ja, das ist momentan die mitbeliebteste Farbe, die wir im Sortiment haben. Es gibt natürlich auch noch in Weiß, in Schwarz ist ganz angesagt und Magnetikgrau. Das sind so die Farben, die so gängig sind. Ja. So, der hat jetzt 21.000 Kilometer, der ist gerade mal eingefahren, oder? Der ist zum ersten Mal eingefahren, richtig, ja. Da wird dann auch der Spritverbrauch immer besser. Ne? Je mehr Kilometer er drauf hat und er eingefahren ist, dann geht es relativ runter. Das wäre jetzt ein Hybrid, der hat 187 PS. Nochmal. Ein Hybrid. 187 PS? Ja, 187 PS. Und das merkt man? Das merkt man beim Fahren. Also er hat auch ein Automatikgetriebe. Ihn gibt es auch nur als Hybrid. Hat einen Wirkungsgrad von 3% höher als ein normaler Verbrennungsmotor. Und hier haben wir halt den Vorteil beim Vollhybriden, dass man kein Ladekabel suchen muss, beziehungsweise die Batterie lädt sich dann automatisch über die Rückgewinnung beim Bremsen und während der Fahrt als Benzinmotor dementsprechend dann auf. Ja, das Nette ist natürlich, im Stadtbetrieb macht sich das besonders bemerkbar. Wenn Stop and Go ist, da hilft der Elektromotor mit. Das heißt, beim Bremsen lädt er auf. Ja, beim Bremsen lädt er automatisch seine kleine Batterie wieder zurück. Die sehen wir dann, wenn wir möchten, dann nochmal im Kofferraum. Ja, das Schöne ist, der ist schön ausgestattet, oder? Super, das ist jetzt die Sportversion ST-Line. Der hat von Leder über, genau da richtig schön mal drauf gezoomt. Leder. Ist sogar noch die Folie drauf. Ja, genau. Deswegen, das bleibt immer schon drauf, dass der Kunde selbst entscheiden kann, ziehe ich es ab oder lasse ich es weiterhin neu. Das ist aber so, die Leute, die die Jahreswagen fahren, die wissen das auch, die geben auch drauf Acht, also gerade vom Werk, denn die kriegen ja auch einen Malus. Wenn da jetzt Kratzer oder irgendwelche Gebrauchsspuren drauf sind, oft sehen die aus wie neu, oder? Die sind immer neu und es sollte mal eine kleine Beschädigung irgendwo sein, haben wir einen eigenen Smart Repairer im Haus, der dann diese kleinen Geschichten sofort behebt. Genau, das Thema Smart Repair ist eine Wissenschaft für sich. Das sind echte Künstler, die da am Werk sind. Du siehst anschließend nichts mehr und es ist total minimal invasiv. Das bedeutet, da wird nichts gespachtelt, sondern die machen das mit Techniken. Das ist wirklich unglaublich. Ja, genau. Der drückt den Bäulchen irgendwo raus oder lackiert dir was bei, siehst du nachher gar nichts mehr. Super. Also das Auto, da kriege ich immer Angst, wenn ich es im Rückspiegel sehe, weil bei uns im Saarland war das oft Polizei, der Mondeo, denn die haben die Fahrzeuge nämlich gefahren, der hat unglaublich viel Platz, das heißt, ich kriege die Schutzausrüstung rein, ich kriege hier alles rein und der ist sportlich, das heißt, er ist schnell unterwegs. Mach mal hinten auf bitte, dass wir da mal reingucken können. Ach, der hat auch das. Ja, der hat auch das, ja. Mal gucken. Wir haben eben noch gewitzelt, weil die Tür wahrscheinlich aufsteht. Ja, genau. Das könnte nämlich sein, dass er so einen Rhythmus haben muss. Er muss einmal geschlossen sein, aber er hat elektrische Heckklappe. Genau. Der hat soweit alles. Die elektrische Heckklappe lässt sich dann auch von der Höhe nochmal dementsprechend einstellen, falls das die Garagenhöhe oder das Carport nicht hergeben sollte.
Okay, das heißt, wenn ich reinfahre, der stoppt dann? Genau, der stoppt dann automatisch oben ab, ja. Hier sieht man also ein bisschen was, leiden muss ich dann. Ja, irgendwo muss er hin, ne? Da ist die Batterie. Genau, da ist er versteckt. Haben wir einmal hier die Abdeckung, schwuppdiwupp. Die ist aber nicht so groß, oder? Nein, die Abdeckung ist nicht so groß, beziehungsweise batterietechnisch. Wir müssen jetzt hier den ganzen Kofferraum eigentlich demontieren, um uns da mal dran zu forschen. Aber hier ist auf jeden Fall noch Platz, hier kann ich noch was drunter machen. Genau, für einen normalen Urlaub und so ist da eigentlich locker Platz. Da kann auch noch ein Hund mit rein, wenn es sein sollte. Ne? So, das Fahrzeug hat aber jetzt nicht 0,5% Versteuerung, sondern das ist jetzt ein sich selbst aufladender, der kriegt doch kein E-Kennzeichen. Nein, der bekommt kein E-Kennzeichen, beziehungsweise man könnte jetzt hergehen, über diese Versteuerung läuft er ganz normal. Ne? Guck mal hier hinten, normalerweise sind das ja hier so die Dinge, die immer zerkratzt sind, auch da hat man Wert gelegt, ja. Die Folie ist hier noch drauf. Folie noch drauf, kein Kratzer und nichts, ne. Ist das jetzt ein, ich sag mal, ein besonders schöner oder sehen die so oder so ähnlich alle aus? Die sehen in der Regel immer alle so aus wie der hier, ja. Das heißt, also geht ja hin, Aufbereitung ist ja nochmal ein Thema. Trotzdem, die Autos kommen oft so, dass der Aufbereiter, ich sag mal, wenig Arbeit hat. Ja, das ist auch gut. Also wir haben dann auch nicht nur den Smart Repairer im Haus, sondern gleich auch noch eine Aufbereitungsfirma, wo das Fahrzeug dann nach der Aufbereitung direkt ins Fotostudio geht und vom Fotostudio die Bilder direkt online gestellt werden können. Ja. So, die entsprechende Verweildauer von so einem Fahrzeug, so einem schönen, das kann sein, ich sehe es im Netz, ich muss schnell sein teilweise. Ja, das kann sein, dass das Auto eigentlich noch gar nicht richtig auf dem Hof angeliefert ist und automatisch schon gleich dementsprechend weg ist. Ja. Ja, die Leichtmetallfelgen. Auch hier kriege ich Winterräder für? Da kriegen wir auch Winterräder für. Verschiedene haben schon eine Ganzjahresbereifung drauf. Weil die ja teilweise gefahren sind. Ja, ich brauche auch hier natürlich keinen Schlüssel mit. Der kann im Sack verbleiben. Der kann in der Hosentasche, im Sack, in der Handtasche, wo auch immer sein. Und ich setze mich rein, drücke den Startknopf und los geht's. Ja, der ist riesig. Der Kofferraum ist schon trotzdem noch groß. Das heißt, der kann ich durchladen. Ich habe also echte Gene aus einem, ich sag mal, Kombi hier mit drin. Länge von dem Fahrzeug ungefähr? Ja, eine gute Frage. Ne? Ja, auswendig kann ich das nicht sagen. Das ist nicht schlimm. Das ist gar kein Problem. So, jetzt werden die Leute wieder sagen, ja, der Verkäufer kennt die Länge nicht, aber allein Ford, ich will nicht wissen, wie viele Permutationen von Fahrzeugen die das kennen, aber ist wahrscheinlich über 4 Meter, gell? Ja, das stimmt, ja. 4 Meter ist er auf jeden Fall. Ja. Deine Größe heute? Meine Größe? Ja. 1,87 Meter. So, steig mal rein hinten. Ja. Mal gucken, du hast ja eben du hast ja eben den Sitz wahrscheinlich so gemacht, dass er auf dich passt, oder? Das passt so. So, und 1,87 Meter, mach mal oben die Hand bitte. Krass, oder? Ja, da ist noch Luft, da kann man noch eine Kappe oder einen Hut anziehen. Für wen ist denn so ein Fahrzeug gedacht? Ist das so das typische Außendienstauto? Ja, Außendienstfahrzeug, Familien, Kinderwagen, dementsprechend noch irgendwie Hobbys, Skifahren und so weiter. Also jeder, der Platz braucht, der fährt eigentlich Mondeo. Ja. Kombi, SUV, was ist da deine persönliche Meinung? Ja, also ich bin eigentlich ein Freund von beiden. Also ich fahre gerne SUV und habe auch die Vorzüge gerne von einem Kombi, wobei im Mondeo-Segment haben wir ja auf der Plattform noch einen Galaxy bzw. einen S-Max, wo ich dann auch den hohen Einstieg habe. Der liegt unglaublich gut, muss man sagen. Also die Straßenlage ist schon phänomenal. Und sieht super aus, ne? Ja. Mensch, das ist ja die Qual der Wahl. Das heißt, auch hier habe ich elektrische Sitzverstellung überall, Komfort pur. So, hier habe ich so multifunktionell. Ich habe sogar, ich sag mal, die Steuerung, dass ich mit mehreren Leuten fahren kann. Ist das Lenkrad auch elektrisch? Das Lenkrad ist in diesem Fall, gibt es den auch elektrisch, ja. Ich zeig's mal gerade. Vorne Multifunktionslenkrad. Ja. Assistenzsysteme sind hier schon drin? Fahrspurassistent, genau. Aktiv? Aktiv, ja, genau. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, LED-Scheinwerfer, also der hat von A bis Z alles. Ja, hat ein ganz großes Sony Soundsystem mit drin, jawohl, mit großem Display. Ja, ich bin ganz begeistert, wenn du vorne mal bitte aufmachst. Denn ihr habt natürlich, wie bei jedem Fahrzeug, den Dampfstrahler einmal reingehalten vorne. Nee, Spaß beiseite. Er lacht. Ja, gut, es gibt ja viele Fahrzeugaufbereiter. Du kennst den Witz mit dem Black Friday. Das Sonderangebot statt 460.000 Kilometer heute nur 180.000. Das hier ist zertifiziert. Das heißt also, die Kilometer stimmen, hier stimmt alles. Hier stimmt alles. Hier ist alles picobello. Hier kann man sogar aus dem Motorraum essen. So sauber ist es. So, der Fahrzeugaufbereiter geht nochmal in den Motorraum. Der wischt so ein bisschen ab? Der macht komplett alles drum und dran. Ich würde halt auch immer empfehlen, dann, wenn das Fahrzeug im Kundenbesitz ist, dass man vielleicht einen Marderschreck nachträglich mit einbauen lässt. Also sowas bieten wir auch in der Regel mit jedem Modell an, weil halt auch relativ viele Kabel und so weiter hier verbaut sind. Ne? Gerade bei so einem Hybrid ist es
nicht schlecht, weil durch die ganze Steuergeräte, Elektromotoren, die verbaut sind, macht das Sinn. Ne? Das ist für so ein Marder so ein Kabel ein Festmahl, oder? Da macht er richtig sein Hochzeitsessen draus, ja. Ja, das Schöne ist, also vielleicht für alle, die es nicht wissen, Marder ziehen gerne im Winter hier ein und wenn ihnen irgendein Kabel im Weg ist fürs Nest. Ja, dann frisst er sich's durch, ne? Cool. Kann schon sein. Aber auch Katzen und so weiter, ja, Marderschreck. Das funktioniert mit dem Marderschreck? Das funktioniert tadellos, ja. Also wir haben da verschiedene Systeme im Angebot. Die Jungs vom Teileservice, die machen das schon beratungstechnisch dann so weit alles, dass man von einer elektrifizierten Anlage, wo der Marder dann quasi auch einen Elektroschlag bekommt, bis zu der Arme. Ja, der Arme, ja. Bis zur seichten Variante, dass er halt einfach nur über ein Signal. Er stirbt aber nicht. Nein, er stirbt nicht, um Gottes Willen. Also ein bisschen Tierschutz ist da schon dabei, ne? Das will ich ja auch mal erwähnt wissen, denn nicht, dass einer wieder kommt und sagt, ihr tötet hier die Marder. Nein. So, das ist so. So, jetzt sieht man das hier. Ihr habt natürlich eine Zulassung, ihr seid ein ganz großer Ford-Händler. Das Thema, ich sag mal, Elektromobilität bedeutet aber auch, dass die Werkstatt dafür zertifiziert sein muss. Man braucht eine Zulassung, dass man überhaupt irgendwelche Arbeiten dran machen darf. Korrekt, ja. Also die Jungs in der Werkstatt sind so zertifiziert, dass die problemlos an den Elektrofahrzeugen ihre Wartung machen können, dementsprechend dann auch Batterie abklemmen, wieder anklemmen, Nachreparaturen und so weiter. Also jeder darf da nicht daran. Nein. Ist doch schön gemacht hier. Das Fahrzeug ist unglaublich erprobt. Das heißt, also das Fahrzeug gibt es so in der Form wahrscheinlich zu Hunderttausenden auf der Straße. Ja. Gibt es da noch Kinderkrankheiten bei dem Auto? Also beim Mondeo Vollhybrid ist da aktuell alles ausgereift. Ja. Funktioniert? Ja, funktioniert tadellos, ja. Wenn du mir mal in zweiter Takte zur Firma Sorg sagst, warum arbeitest du hier? Warum ich hier arbeite? Also ich fühle mich hier wohl. Ne? Also mir macht es Spaß, Autos zu verkaufen, den Umgang mit Kunden. Das ist alles das, was ich eigentlich schon immer gemacht habe, seitdem ich denken kann, seit ich 19 Jahre alt bin. Du bist seitdem du 19 bist beim Autoverkauf? Ja, genau. Okay. Jetzt, ich sag mal, du bist ja gut im Verkauf, kennst dich aus, bist freundlich und nett. Du könntest ja überall arbeiten. Warum gerade Sorg? Ja, weil es ein Arbeitgeber in der Region ist, das ist ganz cool und der Umgang mit den Kollegen ist halt Bombe hier. Ne? Ja. Die Kunden, sind die zufrieden mit Sorg? Ja, kann man auch online abfragen unter den Google-Bewertungen, kann man sich auch mal gerne angucken. Ne? Also von der Sterne her passt das schon ganz gut. Ist gerade mal abgekippt. Nee, ist nicht schlimm, nur das Gimbal.